Heute zeige ich euch meine Einkäufe aus Korea. Also wer das noch nicht mitbekommen hat, Daisy und ich waren letzten Monat in Seoul und Seoul ist mega, mega das Shoppingparadies. Also egal, ob es jetzt Fashion angeht oder auch Beauty, aber ganz besonders Beauty. Wir wurden auch vorgewarnt von wegen, ja, nehmt am besten nicht so viel mit, weil man da so gut shoppen kann. Und ja, heute zeige ich euch dann meine Einkäufe aus dem Modebereich. Ich würde gerne auch so ein Korean Beauty Haul machen. Da muss ich nur gucken, dass ich dann halt überwiegend die Sachen zeige, die man auch irgendwie bestellen kann oder die irgendwie was Spezielles an sich haben, damit es halt auch dann so auch interessant für euch ist. Und jetzt auch mit den Modesachen, da werde ich dann auch versuchen, möglichst ähnliche Sachen zu finden. Und das gilt dann eher so als Inspiration, weil man sind jetzt irgendwie nicht so krass super spezielle Sachen. Also ich habe schon bei einigen geguckt, da gibt es schon ähnliche Teile im Internet. Und ja, dann müsst ihr jetzt nicht denken von wegen, hä, die Sachen kann ich ja eh nicht bekommen. Aber ich finde, das ist trotzdem inspirierend. Und an dieser Stelle, also Stichwort Inspiration, ich habe auf dem Blog einen Blogartikel verfasst, wo ich so verschiedene koreanische Instagram-Accounts vorstelle, also wo ich den Stil der Instagramerinnen cool finde und das werde ich dann hier auch gleich mal verlinken, weil ich finde, das passt zum Video und ich finde es immer mal wieder cool, einfach nochmal so neue Inspirationen ja, zu finden, ohne dass es so krass extravagante oder so super spezielle Sachen sind. Also man kann es auf jeden Fall sehr gut adaptieren. So, jetzt genug gelabert hier im Vorfeld. Ich fange jetzt am besten mit dem ersten Teil an. Und das habe ich, wie so oft, immer gleich an. Das erinnert ein bisschen so an einem Pyjama. Das ist auch sehr locker geschnitten und hat dann halt auch hier diesen Kragen und hier noch so einen Schriftzug. Und wie man sieht, einfach Punkte. Und ich bin dann doch irgendwie mehr so auf den Punktetrip gekommen, wie man im letzten Outfit-Video merken konnte. Und ja, das Teil hat mir auf jeden Fall sofort zugesagt, weil ich fand die Farbe total cool. Es ist so ein schönes, ist eine schöne warme Farbe. Eigentlich finde ich, dass das Teil irgendwie ein bisschen mehr French-mäßig aussieht, als es irgendwie koreanisch aussieht. Aber ja, das habe ich in Korea gekauft. So, und ein großes, großes Thema in Korea sind Trenchcoats. Also, wo man auch hinsieht in den Läden, hängen immer irgendwelche super coolen Trenchcoats rum. Und Daisy und ich mussten uns echt zügeln, dass wir nicht einfach jeden gekauft haben, den wir da gesehen haben, weil alle irgendwie mega cool geschnitten sind. Also überwiegend so oversized, dass die Naht so ein bisschen über die Schulter geht und schön lang, aber für kleine Personen wie uns nicht zu lang. Also ich bin zum Beispiel 1,58 und die ist ungefähr 5 Zentimeter größer als ich. Da ist es manchmal schon problematisch, einen oversized Trenchcoat zu finden, in dem man nicht untergeht. Und da war das dann einfach mega das Paradies, weil es hat einfach alles gepasst. Eigentlich habe ich noch einen schwarzen Trenchcoat gekauft, aber den zeige ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch nur die zwei spezielleren Farben, damit das Video jetzt einfach nicht so lang wird. Also angefangen mit diesem hier. Das ist mein liebster Trenchcoat, den ich gekauft habe. Das ist einfach ein ganz klassisches Beige. Und ja, sonst, jeder weiß, wie ein Trenchcoat aussieht eigentlich. Aber ich weiß nicht, ob man es so auf dem Bügel schon erkennen kann. Es ist alles sehr locker und Drop-Shoulder-mäßig. Und hier finde ich auf jeden Fall cool, dass die Knöpfe dunkel sind, weil es gibt ja auch Trenchcoats, wo die Knöpfe auch hellbeige sind und das finde ich immer nicht so schön. Hier ganz wichtig sind diese Bündchen an den Ärmeln, weil damit kann man die Ärmel dann schön festziehen und dann auch also so hochkrempeln und dann festziehen, damit es dann oben bleibt. Und der zweite Trenchcoat sieht dann so aus. Also ein dunkleres Grau. Der ist ähnlich geschnitten, also auch sehr oversized, aber noch ein bisschen weiter geschnitten als der andere. Und auch das Material ist auch so ein bisschen anders, es ist so ein bisschen fester. Und hinten hat es auch nicht dieses ganz typische, ja, diese typische Lage, die da noch hinten ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Finde ich aber ganz cool, dann sind die nochmal so ein bisschen unterschiedlicher als nur in der Farbe. Das Coole bei den Trenchcoats ist halt, dass man die so schön vielfältig kombinieren kann. Also man kann sie zu ja, Jeans und Hosen anziehen, aber auch irgendwie zu Kleidern oder Röcken. Ja, einfach so ganz typische Übergangsjacken. Genug zum Thema Trenchcoats. Ich mache mit dem nächsten Teil weiter. Und zwar ist es dieses Hemd hier. Ein braunes Hemd, was so auf dem Bügel eigentlich aussieht, als wäre es irgendwie ein Männerhemd, weil es auch wieder, ist so ein Thema, was sich durchzieht. Aber es ist ebenfalls oversized geschnitten. Also hier ist die Schulternaht halt sehr, sehr tief. Und das Besondere an diesem Hemd ist aber, dass die Ärmel so glockenähnlich geformt sind, also sehr weit ausgestellt. Und das finde ich, hat dem
dem Hemd dann nochmal so einen speziellen Look gemacht. Also ich finde es cool, wenn man das dann in so eine High-Waisted-Hose reinsteckt und dann sind einfach nur noch die Ärmel so ein bisschen weiter. Ja, und ich fand den Braunton auch cool und ja, einfach ein cooles Teil, kann man auch easy kombinieren. Ein sehr, sehr großes Thema dort, aber auch hier, weil es gerade Trend ist, sind Karos. Also Karos sieht man echt überall. Und ich habe natürlich dann auch was Kariertes gekauft. Und zwar einmal diesen Mini-Rock. Und hier finde ich cool, dass der Taschen hat. Aber was mich am allermeisten zum Kauf verleitet hat, ist die Passform. Und zwar ist dieser Rock bei mir so richtig schön eng geschnitten an der Taille. Also ich trage Röcke halt gerne ein bisschen high-waisted sozusagen. Und da habe ich das Problem bei Mango und Zara und Co., dass mir die Röcke an der Taille dann einfach viel zu locker sind und dann nur noch also auf Hüfthöhe liegen. Und das finde ich immer gar nicht schön. Und hier war das einfach perfekt. Also es liegt dann halt einfach an der asiatischen Körperform. Also man ist halt ein bisschen zierlicher dort und dementsprechend sind die Sachen auch geschnitten. Ja, aber gut für mich. Deswegen habe ich einmal diese Variante gekauft und dann den exakt gleichen Rock, aber nochmal in dieser Farbe, also so mit einem bisschen grünlicheren Muster. Und da bleiben wir auch gleich beim Thema Unterteile. Und zwar habe ich dann auch diese weiße Jeans gekauft. Die ist wie eine Mom-Jeans geschnitten, also relativ lockere Beine, aber oben schön high-waisted und vor allem eng an der Taille, super gut und vor allem die Länge ist bei mir nicht zu lang, so dass ich es endlich mal nicht kürzen muss oder abschneiden muss oder sonst irgendwas, sondern einfach so, wie ich sie gekauft habe, tragen kann. Ja, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und ich habe immer eine weiße Jeans gesucht, die nicht durchsichtig ist, also wo man nicht irgendwie krass was durchsieht. Und ja, habe ich jetzt endlich eine gefunden. Blöd, dass das Wetter jetzt mega regnerisch ist in Berlin. Da kann man dann nicht so gut weiße Hosen tragen. Aber egal, ich bin bereit auf jeden Fall, wenn das Wetter dann wieder besser ist. Das nächste Teil habe ich schon sehr häufig und gerne angezogen. Und zwar ist es diese schwarze Hose. Vom Stoff her erinnert es sonst so an Anzugshosen oder Karottenhosen, also eher ein schickeres Teil, sage ich mal. Aber vom Schnitt her ist die Hose so super schön bequem. Zum einen halt wegen diesen Bündchen hier. Das heißt, es ist so sehr flexibel. Man kann es aber vorne dann so enger ziehen. Und ich ziehe es dann immer so eng, dass ich das dann high-waisted tragen kann. Und ja, dann sind die Hosenbeine eng, aber trotzdem noch bequem. Und hier unten hat es dann auch nochmal so Bündchen, was dann wiederum an Jogginghosen erinnert. Und einfach durch diese Kombination aus dem Stoff und dem Schnitt ist es eine super schöne, bequeme Hose, die sich anfühlt wie eine Jogginghose, aber einfach nicht wie eine Jogginghose aussieht, sondern fast schon auch, ja, naja, nicht schick, aber einfach gut aussieht. Und die hatte ich dann auch auf den Rückflug an. Und ich hoffe, ich kann ähnliche Hosen finden. Also mein Freund hat genau so eine Hose von COS oder COS. Aber ich muss mal gucken, ob ich auch eine für Frauen finde, weil eigentlich braucht jeder so eine Hose. Das nächste Teil, was ich euch zeige, könnt ihr euch tatsächlich auch genauso nachkaufen, weil ich es bei Uniqlo gekauft habe. Und Uniqlo haben wir halt auch in Deutschland. Wir waren aber in Korea in Uniqlo, weil derzeit, wo wir dort waren, die JW Anderson-Kollektion gelauncht ist und da wollten wir auf jeden Fall mal reinschauen. Und die Koreaner sind richtig krass auf diese Kollektion abgegangen. Also da waren echt so lange Schlangen vor den Läden, um reinzukommen und dann waren auch voll viele Teile schon weg und alles so mega leer gefegt. Und im Nachgang haben wir dann in Deutschland gemerkt, dass in Deutschland voll viele Teile noch da sind, die dort so mega krass beliebt war. Und ja, da war es auch mal wieder lustig, diesen Unterschied zu sehen. Jedenfalls habe ich da diesen Rock hier gekauft. Es ist eins von den Wickelröcken und ich habe mich für schwarz entschieden, weil schwarz einfach safe ist. Ja, und dieser Wickelrock hat dann noch so Rüschen, was es nochmal ein bisschen besonderer macht und halt auch irgendwie, ja, vom Schnitt her ist es doch so ein bisschen asymmetrisch und ein bisschen spezieller, aber trotzdem sehr tragbar, finde ich. Und ich finde den Schnitt sehr gut. Man kann es schön festbinden an der Taille, weil es hat halt hier 3 verschiedene Knopflöcher, so kann man es dann enger machen, wie man möchte. Und von der Länge hat es bei mir auch gepasst und ja. Das nächste Teil habe ich eigentlich nicht in Korea gekauft, aber da es von einer koreanischen Marke ist, beziehungsweise auch laut Etikett aus Korea stammt, dachte ich, passt das ganz gut hier rein. Und zwar ist es dieser senfgelbe Mantel und die Farbe ist echt das, was mich als erstes angezogen hat, weil es eine schöne farbige Farbe ist, aber die nicht zu knallig ist. Also man kann es wirklich dann auch wirklich lange tragen, ohne sich daran satt gesehen zu haben. Und ich habe den jetzt auch in den letzten 1,5 Wochen auch durchweg angezogen. Ja, also die Farbe ist cool, aber auch der Schnitt. Cool finde ich aber auch hinten diesen Gürtel hier.
also so ein angenähter Gürtel, also kein richtiger Gürtel, aber das gibt dem Mantel dann nochmal so eine schöne Struktur und von der Länge her ist es auch sehr, sehr gut für mich, also man merkt wieder, dass es so Korean-made ist, weil es bei mir Oversize ist und nicht auf dem Boden schleift, wie es sonst bei manchen Mänteln der Fall ist bei mir. Leider. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich habe jetzt nur noch ein paar Teile übrig, die ich euch unbedingt zeigen möchte und das sind jetzt auch nur noch Accessoires. Und zwar habe ich hier einmal diese Schuhe hier und das ist eigentlich auch ganz repräsentativ für die Art von Schuhen, die man da ganz häufig sieht und zwar Mules. Also so Pumps mit Absatz, aber ohne Fersenbereich. So, und ich habe hier nudefarbene gekauft, weil ich selbst schon schwarze Mules habe. Aber ja, so eine Farbe ist auch immer sehr, sehr praktisch, wenn jetzt die schwarzen dann nicht passen zum Outfit. Und der Ton vom Nude ist auch sehr, sehr gut, also kompatibel zu meiner Hautfarbe quasi. Und ich finde hier das Leder auch schön weich, obwohl es kein echtes Leder ist, aber die waren jetzt auch deswegen nicht so teuer. Und ja, auf jeden Fall ein cooles, bequemes Paar Mules. Und es gab auf jeden Fall ganz, ganz ähnliche bei Mango. Also die hatten auch echt genau diesen Ton und waren halt auch Mules und waren ein bisschen eckiger vorne. Ich muss aber mal gucken, ob es die noch gibt, also ob die nicht ausverkauft sind. Falls es die noch gibt, dann verlinke ich die auch oder suche halt eben möglichst ähnliche, weil ja, ist auch einfach eine coole Art von Schuh, die man sehr gut kombinieren kann. So, dann habe ich, was das Thema Kopfbedeckungen angeht, sehr, sehr zugeschlagen in Korea. Und zwar habe ich gleich 3 verschiedene Baskenmützen gekauft. Also Baskenmützen sind momentan sowieso voll im Trend. Also man sieht in vielen Online-Shops Baskenmützen, man hat auf der Paris Fashion Week Baskenmützen sehr oft gesehen. Und gut, dass ich dann schon ein bisschen vorgesagt habe in Korea. Und ja, ich zeige euch einfach alle 3 mal. Hier zum einen eine nudefarbene, so, ja, so beige, ohne so ein Bubbel da, so ein Teil, was da noch so dran hängt. So, ich habe es jetzt einfach mal angezogen. Das Schöne an dieser Mütze ist nämlich, dass sie einfach so auf dem Kopf drauf liegt, trotzdem noch fest genug ist, dass sie jetzt nicht wegweht vom Wind, aber nicht irgendwie die Haare so einklemmt oder irgendwie zusammenzieht. Ich merke gerade, mein Pony ist ein bisschen zu lang momentan. Aber ja, einfach eine richtig gute Passform und deswegen habe ich diese Mütze auch gleich in einer anderen Farbe gekauft, in grün. Finde ich auch sehr, sehr cool. Setze ich jetzt auch gleich mal auf. So. Also ja, super unkompliziert. Also man muss fast gar nicht wirklich in den Spiegel gucken und man weiß, okay, die sitzt. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, jetzt gerade für den kommenden Herbst. Einfach nochmal so ein bisschen was Warmes auf dem Kopf haben und auch einfach als ja, Stilmittel oder zum Aufpeppen von Outfits. Und da finde ich die Farbe auch besonders sehr, sehr cool. Sehr schön zu braunen Haaren. So, mein Pony nervt. Ja, finde ich sehr cool. So, dann habe ich aber noch eine ziemlich klassische Baskenmütze, aber in einer sehr, sehr coolen Farbe und zwar gelb. Ja, so ein schönes, nicht knalliges Gelb, aber trotzdem relativ kräftig. Und die hat jetzt wieder dieses typische Baskenmützen-Ding hier oben. Und ist sonst auch vom Schnitt her nochmal ein bisschen anders als die anderen. Da muss man jetzt so wieder so ein bisschen mehr gucken, wie man die aufsetzt. Also ich mache ja eigentlich meistens dann so, dann sieht sie ähnlich aus wie die anderen. So. Aber ich habe jetzt auch oft Leute gesehen, die sie so ein bisschen anders tragen. Aber ich glaube, das kann ich jetzt mit Pony irgendwie schwierig machen. Also da ist die Baskenmütze irgendwie mehr vorne und irgendwie ist die Form auch ein bisschen mehr so, äh, wie sagt man, betont. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es sieht nochmal cooler aus, wenn man kein Pony hat und dann nur hier so Haare rauskommen. Ja, muss ich nochmal so ein bisschen ausprobieren. Aber finde ich auf jeden Fall auch eine coole Variante, so in Gelb. Und sieht auch schön aus zu braunen Haaren. Ja, einfach cooles Accessoire. So, und damit sind wir dann endlich durch mit dem Haul. Ich glaube, ich habe echt so 1 Stunde lang oder so gefilmt. Also mal gucken, wie lang das Video dann am Ende ist. Ich hoffe aber, dass es euch gefallen hat und dass ihr so ein bisschen Inspiration damit nehmen könnt, auch wenn ihr nicht alle Teile 1:1 wirklich nachkaufen könnt. Aber ich denke, dass man dann doch irgendwie ähnliche Teile findet oder einfach nochmal so ein bisschen Anreiz hat, irgendwie vielleicht alte Sachen aus dem Schrank zu nehmen, weil viele von den Sachen sind jetzt nicht irgendwie krass neue Sachen, sondern hat man vielleicht irgendwie vor Jahren mal gekauft und einfach wieder vergessen. Das ist ja eigentlich auch immer ganz cool in der Mode, dass alles immer mal wieder wiederkommt. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!